Hi zu Lucky Recipes! Heute haben wir ein leckeres veganes Pilzrezept mit jeder Menge Umami für euch. Jeder Bissen ein Umami-Feuerwerk, egal ob ihr sie als Burger, Canapés oder zum allseits beliebten Kartoffelpüree esst. Unsere Mushroom Galotti sind so schön wandelbar, dass sie jeden begeistern. Wir nehmen für unsere Galotti dunkle Champignons, denn die Faustregel besagt, je dunkler die Pilze, desto höher der Umami-Geschmack. Ansonsten braucht ihr noch etwas gehackten Ingwer und ein paar Zutaten aus dem Vorratsschrank. Entgegen der Regel reibe ich die Champignons kurz in Wasser ab und tupfe sie trocken. Ich finde, so bekomme ich die Erde am schnellsten ab. Viertelt die Champignons und stellt sie zur Seite. Jetzt geht es auch schon an den Herd. Bratet als erstes den Ingwer an, bis er aromatisch duftet. Gebt dann die Champignons hinzu und lasst sie ca. 6 Minuten auf hoher Hitze braten, bis sie eingehen und etwas dunkler sind. Sobald das Wasser verdampft ist, sind sie fertig. So sollten sie aussehen. Stellt die Champignons dann zum Abkühlen zur Seite. Das Rezept ist übrigens schon 150 Jahre alt. Es heißt Mushroom Galotti und kommt aus Lucknow. Galotti bedeutet so viel wie im Munde zergehen und steht für Kebabs mit einer besonders zarten Textur. Der Legende nach wurde dieses Rezept für den Nawab von Lucknow entwickelt. Im Alter konnte er nicht mehr gut kauen und so hat sich sein Leibkoch diese spezielle Version von Kebab ausgedacht. Wir wiederum haben noch gute Zähne und mögen etwas mehr Textur. Deshalb haben wir uns einfach mit Bulgur beholfen. Gießt ihn nach dem Waschen kurz mit kochendem Wasser auf, sodass der Bulgur gerade so bedeckt ist. Es ist ca. genauso viel Wasser wie Bulgur und lasst ihn anschließend 10 Minuten quellen. Sobald die Pilze abgekühlt sind, gebt sie in einen Mixer zusammen mit den restlichen Zutaten und Gewürzen. Wichtig ist vor allem das Kichererbsenmehl, damit es die Masse bindet. So kann man zum Beispiel ein Ei ersetzen. Die Gewürze habe ich ein bisschen vom Original vereinfacht, aber ihr könnt ja so würzen, wie es euch gefällt. Mixt alles zu einer geschmeidigen Masse und wenn nötig, gebt einen Schuss Wasser dazu. Die klassische Textur würde so aussehen, aber wie gesagt, uns ist das zu weich, daher hebe ich nun den Bulgur unter. Stellt euch einen Teller mit Backpapier zurecht und befeuchtet eure Hände. Wir nehmen ca. 50 Gramm Masse pro Galotti, in Summe sollte das in etwa 12 Stück ergeben. Formt sie wie Frikadellen ca. 1 cm dick und legt sie auf das Backpapier. Wir haben bei vielen indischen Rezepten echt Schwierigkeiten, gute deutsche YouTube-Titel zu finden. Wie würdet ihr diese Galottis nennen? Sind das Burger, Patties, Bratlinge oder Frikadellen? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare. Jetzt braten wir die Patties, am besten in einer beschichteten Pfanne. Dafür reicht wirklich nur ein kleines bisschen Öl, das die Pfanne benetzt. Die Zutaten sind ja schon alle durch. Bratet die Galottis ca. 3 Minuten pro Seite an. Seid vorsichtig beim Wenden, damit sie euch nicht kaputt gehen. Ihr könnt die Galottis auch im Backofen machen, aber in der Pfanne finden wir sie definitiv leckerer. Die fertigen Galottis sind echte Tausendsassas. Ihr könnt sie einfach so essen oder auf verschiedene Weise anrichten. Wir sind uns absolut sicher, dass ihr mit diesen kleinen Pilzfrikadellen jeden begeistern könnt. Viel Spaß beim Nachkochen und bis zum nächsten Video. Tschüss!